Viele von euch haben immer gefragt, hey, mach doch mal was für einen Ford. Ja, wir haben ihn jetzt da. Den Ford Focus und auch noch das neue Modell 2018, jetzt 19 sogar. Und da bauen wir einen Aktivwoofer ein. Naja, ob es jetzt der da dran ist, so aktiv ist der gar nicht. Lasst euch überraschen. Wir zeigen euch 2 Varianten einer Subwoofer-Lösung und werden uns danach natürlich für die bessere entscheiden. In diesem Ford Focus werden wir euch zeigen, wie man die Batterie ausbaut, um das Stromkabel von der Batterie bis in den Innenraum zu legen. Wir werden die Kabel einmal komplett bis in den Kofferraum verlegen. Das Kabel für die Lautsprecher, für den Subwoofer, das Musiksignal abzugreifen, werden wir ausnahmsweise mal in der B-Säule machen, weil wir haben für euch auch natürlich die ganze Fronteinheit auseinandergebaut, dass wir bis zu der Radio-Unit kommen. Das möchte ich euch ersparen. Das ist ein riesen Act, ja. Und dann haben wir natürlich das Ganze in einem Kofferraum mit installiert, aber jetzt verrate ich es euch noch nicht. Wir zeigen euch jetzt das ganze Video. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht unbedingt hier der Ford Super-Spezialist. Wir machen sehr wenig Ford, aber deswegen habe ich mir die Arbeit gemacht, hier in unserem Ford Focus ab 2018 mal mich bis zum Autoradio vorzuarbeiten. Mich interessiert natürlich sowas, wie schaut es unten drunter aus, von was reden wir überhaupt? Und naja, das kam dabei raus. Ich habe hier alles Mögliche wegbauen müssen, damit ich zum Schluss an das Autoradio drankomme. Und da müssen wir ja Gott sei Dank jetzt nicht hin, um einen aktiven Subwoofer einzubauen. Deswegen machen wir hier die andere Variante. Das heißt, ich wollte euch nur zeigen, wie wir unseren Tag so rumbringen. Für Anfänger ist es wahrscheinlich wirklich nicht empfehlenswert, das Ganze mal in Angriff zu nehmen, nur damit man an das Autoradio drankommt. Ich mache euch aber am Ende des Videos noch die Zusammenfassung, wie wir das Ganze wieder zusammenbauen, dass wer das auch immer, aus welchem Grund auch immer machen mag, zum Schluss weiß, wo er welche Schrauben lösen muss, um zumindest hier an das Autoradio dran zu kommen. Für die komplette Verkabelung werden wir das Fahrzeug jetzt stromlos machen, indem wir die Masse mal abnehmen und mal weg. So, damit ist das Fahrzeug jetzt schon mal stromlos. Mal schauen, dass das nicht jedes Mal wieder da drauf kommt. Und dann können wir hier gleich noch, weil wir müssen die Batterie ausbauen, damit wir da hinten richtig gut rankommen. Und das ganze Ding können wir dann wegmachen. Jetzt können wir das Ganze hier auf die Seite biegen. Und jetzt machen wir die hier auf. So, und dann können wir den Haltebügel von der Batterie so weit entfernen. Und was wir jetzt noch machen müssen, den Luftfilter. Den hier müssen wir kurz weg auf die Seite lupfen, ist aber überhaupt kein Problem. Den Kasten machen wir auf, können wir den ganzen Filter hier so wegnehmen. Und jetzt können wir den unten aus dem Block rausnehmen und hier aushängen. So, und dann haben wir das ganze gute Stück in der Hand. Und jetzt können wir auch die Batterie problemlos hier rausnehmen. So. Und jetzt können wir die Batterie rausnehmen. Jetzt kommen wir super problemlos an unsere Durchführungsmuffe für unser Stromkabel dran. Hier ist extra so eine kleine Nase, die können wir ein bisschen anzwicken und unser Stromkabel direkt hier durchlegen in den Fahrzeuginnenraum. Für die Stromversorgung entscheiden wir uns für ein 6 Quadrat Vollkupferkabel. Das hat eine gute, hohe Güte und hier ist alles eigentlich drin, was wir brauchen, um so einen Aktivwoofer oder eine kleine Endstufe für einen Subwoofer mit anzuschließen. Wir kümmern uns jetzt mal um das Stromkabel und um den Sicherungshalter. Dann können wir mal den Zapfen hier anschneiden. Okay, dann haben wir das Loch drin. Jetzt können wir hier entspannt mit einem Durchzugsband das Loch finden und nach innen durchziehen.
Genau, den nehme ich jetzt mal von innen entgegen. Hier unten drin kommt ja unser Stromkabel jetzt an und das können wir hier wegklippen. So, haben wir das ganze Ding hier in der Hand, können es ausstecken und jetzt kommen wir ja recht entspannt dahin, wo wir hinwollen. Hier ist mein Band von innen. An das Durchzugsband kleben wir mit dem Isolierband das Kabel mal richtig fest und können das jetzt auch nach innen durchziehen. Voilà, da sind wir. Hier machen wir jetzt noch einen Sicherungshalter zwischen rein. Das seht ihr natürlich jetzt alles im Schnelldurchlauf. Das ist alter Hut, das machen wir schon seit zig Jahren immer gleich. Jetzt die Muffe noch vollends abdichten. Bitumenband hilft. Als nächstes können wir die Batterie wieder reintun. Das müssen wir wieder ein bisschen auf die Seite lupfen. Können wir die Batterie mal hier ansetzen und nach hinten reinschieben. So. So, jetzt können wir den Pluspol hier auch wieder drauf machen. Noch nicht den Minuspol, das lassen wir mal noch weg. Wir können uns jetzt hier noch mit drauf gehen. Den Sicherungshalter von uns. So, den können wir hier vorne rumlegen. Das tun wir jetzt mal noch nicht festmachen. Wir machen erst unseren Luftfilterkasten wieder rein. Gut. Okay, dann können wir den jetzt mit auf die Schraube mit drauf machen, unseren Sicherungshalter. Den haben wir schließlich separat abgesichert. Gut. Plus Klemme noch fixieren. Gut. Jetzt können wir hier drauf. Dann können wir den hier auch schon wieder festmachen. Den Halter. Gut. Stromkabel ist jetzt hier. Wir legen das jetzt ein Stückchen zurück, so dass wir jetzt hier unter der Schwellerverkleidung das Kabel verlegen können. Die wird nur entriegelt oder entklippt. Ihr seht schon, bei vielen Autos ist es ziemlich ähnlich. Und solche Sachen wie Radio ausbauen oder wie auch immer, Fahrzeuge unterscheiden sich dann doch von einem zum anderen teilweise erheblich. Jetzt würde es mich bei euch mal interessieren, mit welchen Fahrzeugen kämpften ihr so umeinander? Welche Videos würdet ihr gern sehen? Für welche Fahrzeuge und was genau hättet ihr in diesem Fahrzeug gern näher erklärt und ergänzt? Natürlich im Bereich, was uns angeht, Navigation, DAB, Subwoofer, Lautsprecher. Was fällt euch dazu ein? Alles mal in die Kommentare rein. Jetzt können wir das Kabel hier einmal komplett nach hinten durchziehen. Und jetzt können wir hier das Kabel bereits nehmen und unter der Verkleidung hier rüberziehen. Ihr seht schon, jetzt bin ich genau in dem Kabelschacht hier drin. Das Kabel fixieren wir jetzt hier mit einem Kabelbinder oder 2, 3 bis unter den Sitz. Hier unter der B-Säulenverkleidung müssen wir auch unsere Kabel abgreifen von den hinteren Lautsprechern und die B-Säulenverkleidung, die ist auch nur geklippt. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen. Fahren wir mal ein bisschen tiefer hier. So. Und 4 Stück, genau. So. Hier sind jetzt 2 Clips drin geblieben. Das ist aber nicht weiter tragisch. Wir können mit unserem Remover-Tool auch die Clips rausholen und wieder da positionieren, wo sie auch reingehören. So, können wir auf die Seite stellen. Dazu müssen wir jetzt die Kunststoffverkleidung entfernen. Autsch, autsch. So, genau, das war's. Und wir können jetzt den Stecker hier rausnehmen. Das ist der Zentralstecker für die Türverkleidung und hier sind auch unsere Kabel drauf, die wir benötigen. Ich sehe sie schon, weil wir haben uns
deswegen habe ich auch das Originalradio mal rausgemacht, um zu sehen, was haben wir eigentlich hier. Und wir haben auf der Beifahrerseite braun-blau und braun-weiß. Und auf der Fahrerseite, also hier, wo wir jetzt sind, braun-gelb und weiß-grün. Und das sind jetzt genau die zwei Kabel hier am Eck, die wir ein bisschen freilegen müssen, weil die müssen wir jetzt abgreifen. Das sind jetzt genau unsere zwei Kabel, die wir abgreifen müssen. Und dazu nehmen wir ein normales 1,5 Quadratmeter Lautsprecherkabel mit jeweils 2 Meter, damit wir in den Kofferraum reinkommen, und löten das hier an. Das Kabel müssen wir dann ein bisschen abisolieren mit einer speziellen Zange, so dass das quasi hier so auseinandergezogen wird und wir jetzt hier eine blanke Stelle haben, ohne das Kabel an sich verletzt zu haben. Plus von unserer 2 Litzenleitung ist in dem Fall der weiß-grüne und Minus ist der braun-gelbe. Haben wir gerade für euch rausgemessen. So, und das Ganze löten wir jetzt schon auf. Wer will, kann hier natürlich auch andere Abzweigverbinder nehmen oder sonst was. Ich habe es jetzt einfach mal zwischendurch wieder gelötet. Abgriff von der linken Seite fertig. Das können wir jetzt wieder einstecken. Wir sind hier soweit fertig. Und jetzt können wir das Kabel hier noch schön mit auf das andere Kabel drauflegen. So muss das dann fertig wieder ausschauen. Zusammen mit dem von vorne kommenden Powerkabel können wir jetzt alles bis in den Kofferraum legen. Auf der Beifahrerseite an der B-Säule ist es jetzt die Verkabelung. Braun-Weiß ist Plus und Braun-Blau ist Minus. Und genau so machen wir das auf der Seite fest. Voilà, so schaut das aus. Und ran damit an den Stecker. So, Kabel wieder zusammen machen und fertig. Können wir den wieder anstecken und wieder positionieren und wieder einklippen. Klick, alles drin. Und wenn ihr einen Aktivwoofer habt mit separater Bassregelung, was wir jetzt in dem Fall in dem Auto nicht machen, weil wir das auf den hinteren Lautsprechern abgreifen, dann könnten wir jetzt zum Beispiel hier diesen Remote-Regler reinbauen und das Kabel ebenfalls mit dem Stromkabel mit bis zur Endstufe oder bis zum Aktivwoofer legen. Lautsprecherkabel und Stromkabel können wir jetzt quasi bis hier hoch in dieser Schwellerverkleidung verlegen. Und wenn man jetzt die Sitzbank hier noch so aushängt, ja, da sind nur so Metallhaken drin, kommen wir jetzt super cool da außen rum. Und hier machen wir auch noch unsere Masse fest. Also die Schraube auf, ein Torx, Ringöse rein und Schraube wieder zu. Das Ding raus, Ringöse drauf und das Ding wieder rein. Und das ganze Ding wieder da rein. Gut, und so schaut es fertig aus. Im Kofferraum hinten drin können wir natürlich jetzt das Kabel entgegennehmen. Da machen wir jetzt mal die Bodenverkleidung raus. Die brauchen wir jetzt aktuell nicht. Und jetzt kommt hier und auf der anderen Seite mal unser Kabel raus. Das ziehen wir jetzt schnell durch. An der Stelle ziehen wir jetzt gleich das Kabel von hier unterm Sitz bis rüber, da wo die anderen Kabel auch durchkommen. Dann haben wir nur einen einzigen Kabelstrang. So, einmal hier. So, und jetzt wieder nach hinten. Das Fahrzeug ist der Ford, das ist klar. Wir bauen aber jetzt welchen Subwoofer denn ein? Wir haben diesmal sogar 2 Varianten, wo ich selber unschlüssig bin, welcher jetzt wirklich das Rennen macht. Wir haben zum einen den Hertz DBA 200.3, das ist das kleine Schmuckstück. Der ist im Gesamten echt winzig klein. Der steht auch so im Kofferraum drin, hier an der Rücksitzbank, und hat einen eingebauten Verstärker mit 110 Watt RMS-Leistung. Angetrieben, oder der Antrieb dieses Subwoofers ist ein 20 cm Chassis mit 2 20 cm Passivmembranen, die den Bass noch quasi tiefer klingen lassen, und bin echt schon mal gespannt, wie der abgeht. Die zweite Variante, die wir ausprobieren, ist dann ein Subwoofer, sowas habe ich euch bisher noch gar nicht gezeigt. Das ist ein Subwoofer, der wird so an die Rücksitzbank hin montiert
mit diesem Blech hier, so dass der immer mit der Rücksitzbank, ob man die umklappt oder nicht, immer quasi mitbewegt wird. Der bekommt so quasi seinen festen Platz. Das ist ein Passiv-Subwoofer mit einem Antrieb mit einem 20 cm Subwoofer und einer passiven Membran mit 25 cm. Und der hat eine Belastbarkeit von 200 Watt RMS. Wie kommen wir auf 200 Watt? Weil der hat keinen eingebauten Verstärker, ein Passiv-Subwoofer. Dazu nehmen wir unsere Mosconi Pico 2. Die macht nämlich an der Brücke 200 Watt RMS, dieses kleine Schmuckstückchen. Und das bauen wir zusammen ein und kombinieren das und hören natürlich zu dem hier Probe. Als allererstes wird aber mal der hier installiert, um mal zu hören, was der so von sich gibt. Für beide Varianten haben wir den High-Low-Adapter AAC.3 von Helix gewählt. Den brauchen wir, damit wir unser Lautsprechersignal vom Auto abgreifen und die Musik in unsere neue Subwoofer-Lösung reinstecken können. Der DBA 200.3 hat quasi auch einen eingebauten High-Level-Adapter, aber aus Erfahrung würde ich euch sagen, lasst die originalen eingebauten High-Level-Adapter außen vor. Die klingen nicht so gut, wie wenn man so einen AAC.3 reinbaut, weil der produziert das beste Signal und ihr werdet einen richtigen Unterschied hören. Wir gehen jetzt aber ins Auto und bauen alles mal ein. Unser Anschlusskabel von dem DBA 200.3 können wir jetzt genau die Kabel schon mal alle wegmachen. Das wäre ein Remote Out, den brauchen wir in dem Fall gar nicht. Und das sind unsere High-Low-In, wo wir gerade eben gesagt haben, wollen wir auch nicht haben. Also dann tun wir die wegbinden, damit die einfach mal gar nicht mehr beachtet werden müssen. So, um die Kabel brauchen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Wir haben jetzt nur noch ein Remote In, das aus unserem Produkt aus dem AAC.3 kommt. Das ist unser Remote Out. Die zwei müssen wir miteinander verbinden. Können wir eigentlich auch gleich machen. So, die erste Verbindung ist quasi schon erledigt. Jetzt brauchen wir noch Plus und Minus und wir haben jetzt hier nur die Cinch-Leitung, die aus unserem rechten und linken hinteren Lautsprechern vom Ford generierten Signalleitungen. Und die können wir jetzt mit unseren Stecker-Verbindungen, Cinch, hier direkt mit dem Subwoofer verbinden. So, das wäre jetzt das zweite schon. Und jetzt kommt noch, die müssen wir uns aufsparen im Auto. Und das können wir alles jetzt quasi im Auto zusammen verlöten und zusammen machen. Die kann man eigentlich auch, warte mal, die machen wir nachher im Auto wieder zum Stecken. Unsere Lautsprechereingänge für die Lautsprecherkabel, die können wir jetzt gleich hier vorbereiten. Machen wir gleich die Quetscher drauf. So, und im Auto können wir die festmachen und den Rest verlöten wir. Im Auto können wir jetzt rechten und linken Kanal gleich mit anschließen. Hier markiert mit markierten Kabel von einem Kanal. Rechts und links ist in dem Fall jetzt eh egal, weil wir machen ein Subwoofer-Monosignal draus. Hauptsache die Phase ist die gleiche, also Plus auf Plus und Minus auf Minus. Das ist wichtig. So, damit sind wir da jetzt durch. Und jetzt müssen wir unsere Stromversorgung nur herstellen und die löten wir jetzt zusammen. So, faktisch, wir haben jetzt einen Kabelbaum, wo alles beieinander ist. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie wir den jetzt quasi hübsch machen. Jetzt haben wir es mal provisorisch zusammen gemacht. Wir wollen es ja jetzt erstmal checken, wie gut der eine und dann der andere spielt. Und dafür langt es jetzt erstmal. Und jetzt schließen wir das ganze Baby mal an. Dann können wir mal die erste Variante reinstellen und von hinten anstecken. So, Zentralstecker ran. Fertig. Wir können jetzt hier mal noch schauen. Sensitivity, die drehen wir jetzt mal halb auf. Da können wir jetzt ein bisschen einstellen, das ganze Stück. Und einen Low-Pass-Filter machen wir auch mal ein gutes Stück auf ca. 80 Hertz. Und Phasendrehung müssten wir von nachher vielleicht mal probieren. Das heißt, wie spielt der Subwoofer zu meinen Frontlautsprechern. Masse dran. So, läuft wieder. Und richtig anschrauben.
Und Radio an zum Probieren. Als allererstes wollen wir mal feststellen, wie klingt denn die Anlage ohne unserem Subwoofer. Und dazu haben wir ein bisschen Musik, da wo ihr mithören dürft. Und das hören wir uns jetzt mal ein bisschen an, reißen mal ein bisschen auf, mal schauen, was dabei rauskommt. Bin ich bei Lautstärke 24. Also das Komische ist ja, dass bei dem Autoradio, wenn ich lauter aufdrehe, auf einmal das Frontsystem quasi fast ausfällt. Also die Hochtöne werden alle weggeregelt und dann hört man das quasi bloß noch von hinten. Das ist sehr unangenehm, das ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Und ja, so ist es, aber das können wir jetzt hier gar nicht ändern, wenn wir jetzt nur einen aktiven Subwoofer mit reinbauen. Ich höre jetzt trotzdem mal weiter, das ist immerhin erst bei Lautstärke 6, 27 und so weiter. Und wir können natürlich auch den Subwoofer-Bereich, also den Bassbereich, hier ein bisschen wegregeln. Dann findet es zu einem späteren Zeitpunkt statt, dann kann ich glaube ich bis 28, 29 aufdrehen. Wieder weg. Jetzt ist alles bloß wieder hinten. Muss ich tatsächlich runterregeln. Also mein Eindruck auf jeden Fall von der Anlage ist, dass der Bass bei normalen Lautstärken schon, also muss man mal so sagen, der spielt echt nicht schlecht. Aber was dann echt nach oben raus, wenn du voll aufdrehen willst, dass dann die Hochtöne einfach weggehen, das habe ich so auch bei wenigen Autos mal gesehen. Und, aber ich glaube, umso besser ist, dass wir die Bässe jetzt ab sofort dann ganz wegdrehen können, dafür ein bisschen lauter machen können, weil jetzt haben wir ja für den Bassbereich einen eigenen Subwoofer und das braucht das Autoradio gar nicht zu machen. Also jetzt hauen wir mal den Subwoofer mit dran und hören uns das Ganze an mit unserem kleinen Subwoofer, mit der kleinen Würfelkiste. Woofer ist jetzt mit angeschlossen. Gleiche Situation wie gerade eben, nur mit Subwoofer. Wieder ein bisschen. Kommt ja schon. So. Jetzt sind wir bei. Also jetzt merkt man es natürlich schon in der Bauchgrube. Jetzt geht es schon ein bisschen rund. So, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf hier. Bin ich bei 25, hat jetzt auch viel, wow, das ist aber auch viel lauter, weil der Subwoofer mitspielt. So, und jetzt fängt er halt wieder an, alles nach hinten zum Regeln. Das ist irgendwie ein bisschen schade um das Radio, aber da können wir jetzt leider nichts ändern. Bass ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich da, also mir gefällt das. Die Frage ist, gefällt mir das andere mit der anderen Endstufe und dem anderen Woofer vielleicht sogar noch besser? Schauen wir uns mal an, wie sich das verhält. Jetzt bauen wir mal das Ganze schnell um und machen uns den anderen Woofer rein. So, hier haben wir jetzt unsere Remote-Leitung. Die findet hier ihren Platz. So, jetzt haben wir die Stromversorgung. Genau. Und jetzt haben wir die Cinch-Leitung anstecken. Und wir brauchen jetzt hier noch ein Lautsprecherkabel für unseren Subwoofer. Und das ist Minus. Das ist gebrückt angeschlossen. Die zwei mittleren bleiben jetzt einfach frei. Den alten Kabelbaum den können wir natürlich wegmachen. So. Das ist jetzt unsere Pico 2 mit High Level in Stromversorgung und Lautsprecherkabel. Ab dafür, anschließen. Ohne den jetzt großartig festzumachen, probieren wir den jetzt einfach mal aus. Bin jetzt echt gespannt, wie der hier läuft. So, Oderle. Haben wir eigentlich die Endstufen schon voll aufgedreht? Na, müssen wir mal schnell schauen, was wir mit den Endstufen eigentlich eingestellt haben. Probieren wir es einfach mal aus. So Leute, jetzt bin ich gespannt. Subwoofer noch mit extra Endstufe. Was haben wir hier? So.
mir noch ein Lied. Ich dachte, ich habe ein anderes Ergebnis. Ich dachte, der mit einem separaten mit einer separaten Endstufe mit 200 Watt RMS lässt das Ding nochmal ganz anders bewegen. Aber, also man muss jetzt einfach mal ganz klar sagen, das ist nicht so. Wir haben nämlich hier das Problem, bis Lautstärke 20 war das jetzt alles ganz nett. Den hat man auch echt gut gemerkt im Bauch. Dass der Bass da ist und dass der spielen mag. Es hat auch super mit dem Frontsystem zusammengeklungen. Aber wenn ich dann mehr Power gebe, so dass die Endstufe dann die Leistung mal richtig rausschiebt, die sie ja auch hat, da fängt der Woofer dann aber ganz schnell zum Komprimieren an und klingt sehr trocken, wäre ja eigentlich ein schöner Begriff, ein schöner trockener Bass, aber der klingt völlig überdrungen und der arbeitet die Bässe überhaupt gar nicht mehr aus. Der klingt dann total platt und da merkt man, dass der Woofer mit der Leistung von 200 Watt nicht wirklich richtig klarkommt. Das klingt nicht wirklich toll. Also, ja, was soll ich sagen? Der andere Woofer war schon auch geil. Der hat vor allem einen fetteren Bass noch gemacht und gerade untenrum viel mehr geschoben noch. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die Pico und der Woofer nicht so ganz zusammenpassen. Also der Woofer, der spielt da nicht in der Liga mit, wo die Pico 2 von Mosconi die Leistung produziert. Also Leute, jetzt ist es soweit. Jetzt bauen wir das halt alles wieder nochmal zurück und wir lassen den DBA 200.3, so heißt er glaube ich, drinne, weil der war echt viel trockener. Das Autoradio hat halt das Problem, dass es echt bei hohen Lautstärken tatsächlich das Lautsprechersystem von vorne runter regelt. Das ist nicht schön, aber ich denke, man kann bis 25, 26 ganz gut aufdrehen und es ist auch schon wirklich eine gute Lautstärke, wo man super Musik hören kann und da jetzt noch der Subwoofer dazu. Also das macht schon Laune jetzt, weil jetzt drückt's halt ein wenig in der Bauchkuhle. Alle Kabel sauber zusammengebunden, haben wir das jetzt so liegen, dass man das ins Reserverad reinlegen kann oder ans Reserverad dranlegen kann und da passiert überhaupt gar nichts. Hier, Kunde hat jetzt gerade bloß das Reserverad nicht mitgebracht, deswegen kann ich es jetzt leider nicht zeigen, aber ich glaube, das kann sich jeder gut drunter vorstellen. Jetzt kommt der Boden rein und wir können den Woofer wieder anschließen. So, wieder mal den kleinen Schnucki-Woofer drinne. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an, ob wir jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben. Der haut in die Magengrube. Der ist... Also so hört sich das, dass wenn man einen Subwoofer nachrüstet, dass man merkt, wow, da ist richtig Volumen, was da schiebt. Ich finde es mega geil, es hat sich auf jeden Fall rentiert, hier den aktiven Subwoofer mit einzubauen. Und schade, dass die andere Variante nicht geklappt hat, aber naja, dafür sind wir ja da. Wir testen die Sachen für euch. Und wünschen uns natürlich, dass ihr uns auf Instagram folgt oder auch mal unsere Videoseite auf videos.aas24.com anschaut. Da findet ihr dann übrigens auch dieses Video mit allen Informationen rund um allem, was wir hier getestet haben und könnt natürlich dann auch direkt in den Webshop reingucken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Olli von AAS24. Für alle, die das jetzt interessiert, wie das alles wieder zusammengebaut wird, beziehungsweise wie man es umgekehrt wieder auseinanderbauen kann, machen wir jetzt ein gemeinsames Zusammenbauen der Teile, dass man an das Autoradio kommt. Das kann man natürlich hier lösen mit 4 Schrauben, aber das lassen wir jetzt drin. Hier kommen auf jeden Fall dann alle Steckverbindungen. Auf der anderen Seite kommt auch nichts Besonderes außer ein Blechkasten. Und wir nehmen jetzt schon mal unsere Verkleidung und stecken die natürlich wieder an. So, die sind einfach zum Ein- und Ausstecken. So, und jetzt müssen wir das ganze gute Stück nehmen und hinter dieses Teil hier reinbringen, da unten, weil das muss nämlich jetzt lose sein. So, das muss man ein bisschen rauslüpfen hier.
Jetzt habe ich es zu schnell schon rein. Ja. So. Das ganze Stück muss hier raus. Und jetzt können wir den hier auch entspannt reinklippen in die entsprechenden Fugen. So, einmal auf der Seite, jetzt gehe ich auf die andere Seite. Und hier drüben ist noch eine Schraube. Deswegen muss das hier vorher gelöst sein. Können wir das Ganze hier reinklippen. So, Schraube. So, das ist schon alles wieder fest. Jetzt können wir die Schraube reinmachen. Das sind alles Simner. Und den können wir jetzt wieder festmachen. Das ist alles nur geklippt. So, und genauso schnell können wir das auch natürlich wieder wegmachen, um an die Schraube dran zu kommen. So, das war's schon. Gut. Jetzt können wir die Führung hier von dem USB-Halter wieder mit reinmachen. Hier vorne reinklippen. Und hier an der Seite müssen die Teile eingeführt werden. Warte mal. Ich glaube, das war's schon. Ja, genau. So, dieser Spalt, der ist richtig. Der kommt jetzt gleich. Und da müssen wir mit 2 Torx-Schrauben rechts und links das gute Stück befestigen. Jetzt ist der wieder fest. Die ganzen Seitenteile, die sind alle nur geklippt. Das kann man alles wieder zusammenklippen bzw. hier auseinanderziehen. Und jetzt kommt die andere Seitenverkleidung wieder drauf. Die führen wir hier hinten ein, am Sitz vorbei, bis ganz hinten rein. So, der Sache näher. Schauen, dass die ganzen Clips alle passend an der richtigen Stelle sind. So, das ist schon alles dran. So, genau. So, das kommt wieder von oben rein und fixiert das auch an der Seite. Hier können wir die Gummimatte zum Schluss wieder reinlegen. Jetzt können wir unsere Klimaanlageneinheit von oben wieder fixieren. Jetzt können wir den Lüftungsschacht wieder einsetzen. Und zwar das hier weg und das müssen wir anschließen. So, und den wieder hier in die Führung reinpacken und festschrauben. Handschuhfach wieder anstecken, Kabel hier rein und in die Führung fixieren. So, und jetzt können wir es so aufmachen. Also das Schubfach wieder rausmachen. Genau, so, das aushebeln. Und da können wir jetzt die Schrauben wieder reinmachen. Das sind die 2 größeren, das sind die hier. Einmal. Und jetzt kommen da oben noch 2 Simner-Schrauben wieder rein. Genau. Dann können wir den wieder zumachen und einhängen. Das Fach wieder rein. So. Auf dem Ding hier sind 3 Clips, die so festgemacht sind, unten. Und oben auch ein Rasten. So. Mit einer Schraube zum Festmachen. Jetzt müssen wir noch die Radioeinheit, die Bedieneinheit anschließen und hier einklicken. Und jetzt sind da oben noch 2 Schrauben. Jetzt kommt unser guter Monitor, der wird hier nur angesteckt. Hörst du? Ja. Und wieder von oben drauf montiert mit diesen 3 Schrauben. Und zu guter Letzt die Abdeckplatte oben drauf klippen. Gut. Die untere Abdeckung hier in die gelben Teile wieder einführen. Und die kann man einfach aufstecken und da aufschrauben von Hand. Und zu guter Letzt kommt der Deckel hier drauf. Das war's. Deckel drauf, fertig.